unfassbar. Das hätte ich niemals gedacht, dass das so eine Reaktion bei mir auslöst. Assalamu alaikum. I'm Waju from Tamu and Waju, and in today's video I brought my mom again. A lot of people seem to like her, so I brought her again for a video. And we're gonna react to the Muslim Adhan, the call to prayer. Also der Adhan, der Gebetsruf, wird 5-mal am Tag vor jedem Gebet gerufen von der Moschee, teilweise auch von einem Turm, teilweise auch einfach über Lautsprecher in islamischen Ländern. Das ist im Prinzip so ungefähr wie die Kirchenglocken hier, dass die Leute wissen, okay, wir kommen jetzt zur Moschee, um das Gebet zu sagen. Das ist so der Sinn dahinter. And also in the video there will be the meaning in English and German, so she can understand what is being said. I would say we just jump into the listening. Schon Gänsehaut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا So schön. Ja. إله إلا الله Okay, the tears are dry now. Oh. Wie war's? Ja, das hätte ich gar nicht erwartet, dass ich so reagiere. Ich kann mir das gar nicht erklären eigentlich. Also das war, erstmal die Stimme war so wunderschön und ja, die Worte, die wiederholen sich zwar, aber die weiß ich nicht, die gehen einem auch ganz schön nah. Auf einmal kribbelte das überall und mir wurde auch ganz warm, ne? Ja? Auf einmal war hier auch Schwitzig? schwitzig. Also das ist unfassbar. Das hätte ich niemals gedacht, dass das so eine Reaktion bei mir auslöst. Interessant. Weil man glaubt ja da nicht dran. Und, aber ich denke mal, dass es auch viel damit zusammenhängt, weil ich euch so liebe und weil euch das so wichtig ist, ne?
dann kommt einem das Kann nochmal auch sein. noch mal näher, Ja. sowas. Aber viele sagen Aber- auch, es sind halt sehr, sehr wichtige und tiefgreifende Worte, dass das auch eben die Seele irgendwie schon berühren kann. Ja, das stimmt. Also Teil des Adans, also dieses Gebetsrufs, ist auch das Glaubensbekenntnis selber. Also dieses Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulallah. Das ist dieses, ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Gott und dass Muhammad sein Genau. Prophet ist. Das, was jetzt da auch gesagt wurde, das ist dieses Glaubensbekenntnis, das man ausspricht, um eben Muslim zu werden. Ich Das glaub, sind eben auch sehr wichtige Worte. Ja, weil diesen Satz habe ich auch noch nie so gehört, auch nicht irgendwo anders. Hm. So diesen speziellen Satz, mit dem ich bezeuge, dass Ach so, kein anderer- ja. den Satz. Ja, das ging ganz schön tief. Schönes Ja. Gefühl. Also mich hat es auch überrascht, dass es so emotional wurde. Ja, mich auch. So as born Muslims, a lot of people don't really have this experience of listening to Adhan the first time. This is how it can go for the first time. And for me it was also very, very emotional. How the muezzin can say the Adhan, it can really affect you a lot, I think. And for me, it definitely was very emotional. Also, when I went to Saudi Arabia, I heard it the first time in the streets, like when you're in the streets and then suddenly the prayer time starts and you hear the adhan. This is even more powerful than listening to it on the computer or on the phone. And this was also a really, really great experience. Also how the azan sounds different in different countries, like in Saudi Arabia, in Bangladesh. Really interesting to me and very beautiful. Das ist ganz komisch gewesen. Ich kann das gar nicht, eigentlich nicht richtig erklären. Das ist kommt einfach überall. Genau, Ne? ja. Und es gibt halt stärkere emotionale Menschen und nicht so stark emotional. Also ich denke mal, dass das dann auch daran liegt. Ach so, ja. Was glaubst du denn, so der Unterschied zwischen den Kirchenglocken, die du kennst, und dem, was du jetzt gehört hast? Wie ist das unterschiedlich? Also es gibt ja auch ganz viele verschiedene Kirchen. Es gibt ja auch den Dom und so, da ist das auch nochmal viel extremer, wenn die da das Glockenspiel machen. Aber so eine kleine Kirche im Dorf, in diesem Fall jetzt damit zu vergleichen, leise. Und ich glaube auch, dass es je nachdem, an was du glaubst, geben dir diese Glockenspiele auch was, wenn du streng gläubig bist. Und bei euch eben das. Aber das ist damit trotzdem überhaupt nicht zu vergleichen. Die menschliche Stimme ist nochmal was Die anderes. menschliche Stimme, ganz genau, das wollte ich auch noch sagen. Ja. Ist klar. Stelle ich mir sowieso irgendwie toll vor, wenn das in der ganzen Stadt ertönt. Ja. Und die da oben stehen und dann... Vor allem auch heutzutage mit den Lautsprechern und alles. Ja. Also in manchen Städten in Deutschland hört man das, glaube ich, tatsächlich auch. Ich glaube Ja? in Dortmund oder so. Es gibt irgendwie Das kann zwei, sein. 3 Städte, wo es erlaubt ist. Ja. Aber halt nicht alle 5 Gebete, sondern irgendwie einmal am Tag oder irgendwas. Ja, war ein kleines Erlebnis schon wieder heute. Schön. Wird nicht langweilig mit uns. Nee, das nicht. Okay, that was my mom's reaction to the Muslim call to prayer, the Adhan. It was a heavier or stronger reaction than I expected. And that's a good thing, I guess. If there are Adhans which you like very much, which you think sound very beautiful, maybe you can link them in the comments so other people can listen to it. Don't forget to like this video, comment what you thought about mom's reaction. If you're a revert, how did you experience the first time you heard this? Ja, das würde mich auch interessieren. Yeah. And don't forget to subscribe as always and hit that bell button. Yes, please. Ich möchte noch Dankeschön sagen dafür, weil das sehr schön war und dass ihr mich immer an eurem Glauben immer so teilhaben lasst. Dankeschön. Sehr gerne. So stay safe and healthy, everyone. Ja, bleibt alle gesund. Assalamu Salam alaikum. alaikum.